Ein schöner Morgen am Arsch der Welt auf einer kleinen, süßen, abgelegenen Landstraße durch Ackerland, was auch Norddeutschland sein könnte, fast. Außer man hätte die Berge hier, die zeigen einem noch, dass es nicht so ist. Und heute geht es nach Alexandropoli, wo wir kurz vor dem Ort im Vorgarten von einem Strandhäuschen unser Zelt aufschlagen dürfen. Für 2 Tage, weil morgen Sonntag ist, denn wir brauchen einen PCR-Test, um über die türkische Grenze zu fahren. Die ist vielleicht noch 100 Kilometer weg. Dann will ich noch mal in den Fahrradladen schauen, ein paar Speichen besorgen. Dann gucken wir uns vielleicht noch mal die Stadt an, weil wir Montag früh zum Test fahren. Da haben wir schon einen Termin gemacht. Kostet ungefähr 50, ne, kostet nicht ungefähr, kostet 50 Euro. Einen Tag später haben wir das Ergebnis. Und dann geht es auch schon in die Türkei. Da sind wir. Wieder am Meer. Mal gucken, was das wird hier, Schatzi. Ob wir gleich wieder zurück dürfen. Ich hoffe es ja auch nicht. Weil es kostet uns dann, ja, ordentlich. Dann würde ich aber trotzdem noch zurückfahren zu der einen schönen Stelle. Rough Road. Ja, die ist sogar ausgeschildert als rough ist uneben. Also, ja, hier ist ein Campingplatz ausgeschildert gewesen und jetzt fahren wir mal weiter. Hier ist sogar eine Brücke. Schön zu fahren hier. Mal wieder ein paar alte Ruinen. Nicht wirklich viel zu sehen. wir sind jetzt hier angekommen bei unserem, genau, oder haben wir das schon Auf so einem aufgenommen? kleinen Dorf? Nee, ne? Nö. Genau. Und eigentlich müssen wir jetzt die Fahrräder erstmal hier runterfahren. Wollen wir das gleich nicht machen? Viele Katzen hier, die kuscheln. Und hier sind, der Hund ist schon wieder weg. Der war heute den ganzen Tag da. Ja, ganz nice hier. Eine warme Dusche, Wasser, Strom. Alles da. Morgen machen wir einen Corona-Test. Übermorgen fahren wir dann über die türkische Grenze. Dann geht es mal langsam weiter. Und so sieht ein griechischer Kleingarten aus. Also wie bei uns, nur mit Olivenbäumen und ohne Beete. Genau. Sitzen wir schön in der Sonne, kurz vor Alexandropoli. Heute ist Sonntag, da hat das Labor nicht offen. Haben einen Termin für morgen Vormittag, morgen früh. Ergebnis kommen wir dann am Dienstag früh, da könnte man dann weiterfahren über die Grenze. Hierher sind wir gekommen durch Trust Routes, was seitdem Warm Showers Geld kostet, eventuell ein bisschen größer wird. Und da haben wir ihn gefunden, haben ihn kontaktiert. Und hier ist so ein bisschen der Kleingarten, kann man da hinten sehen, Genau. von der Familie. Der Papa arbeitet. Der Papa arbeitet da hinten und der hat uns auch den Bungalow aufgeschlossen. Der Maxima ist nämlich schon in Bulgarien, wo er Sofia, genau. Sofia sein Glück versucht, weil er da geringe Lebensunterhaltskosten hat. Und er ist eigentlich Klavierlehrer und Corona natürlich keine Arbeit. Dafür drücken wir ihm alle Daumen und er hat das uns hier möglich gemacht, dass wir entspannt sozusagen warten können. Heute Abend kommt auch noch ein anderer Deutscher dazu, den werden wir heute Abend kennenlernen oder im Laufe des Tages mal schauen. Und er ist am Telefon, ich dachte schon, hätte uns gerufen. Ja, und da sitzen wir hier schon beim Mittag in der Sonne. Wenn es nicht gerade hier reinwindet, dann ist es auch sehr angenehm. Ja, jetzt ist wieder angenehm, stimmt. Und es gab doch einiges zu tun, meine Jacke reparieren, meinen Schuh, die Bremsen nachstellen und Das Zelt. das Zelt. Also es ist wieder ein schöner Tag und kann man gemütlich machen, das Wetter passt.
Genau. Genau, danke nochmal Max mal, wenn du jemals das Video schaust. Ich spreche da kein Deutsch. Von daher. Mal schauen. Englischen Untertitel. Genau. Und ja, wenn wir weiterfahren, dann geben wir mehr Updates. Labor. Mal sehen, was das heute wird. Ich bin gespannt. Läuft schon? Ja. Super! So, Schatzi. Offiziell negativ. Sehr gut. Aber Patrick mit CK, also wir müssen es uns nochmal angucken und irgendwie hatten sie dein Geburtsdatum nicht. Das wollten sie auch noch wissen, aber ansonsten good to go. Also bitte nochmal angucken, ob deins auch richtig ist. So, die letzten Vorbereitungen heute, bevor es in die Türkei geht. Hoffentlich. Wie sieht da der Luftdruck aus? Ja, ich hatte schon ein bisschen wenig. Ja, okay. Ich meine, es ist halt kälter jetzt auch, ne? Es wird Ja. dann wieder, aber Hier in dem Fahrradladen haben wir noch die Pedalen bekommen. Haben jetzt bloß eine zurückgeschafft. Das ist zu viel Gewicht. So, die letzten Meter in Griechenland. hoffentlich lasst uns rein. Hier haben wir schon die LKW-Schlange, sozusagen. Ach du meine Güte! Schauen wir mal, was das wird. Es sind noch 3 Kilometer. Der erste Morgen in der Türkei. Gestern schon vor der Grenze 55 Kilometer Gegenwind, aber richtig. Und mit Böen noch oben drauf. Und danach wollten wir auch noch ein bisschen weg von der Grenze und wussten, heute wird der Wind noch ein bisschen schlimmer. Da haben wir hier, wie es hier viel gibt, so ein verfallenes, verlassenes Häuschen gefunden, wo einfach nur Ackerfläche drumherum ist. Und waren ganz froh, dass wir im Windschatten zelten konnten und im Windschatten essen und trinken. Und vor Regen Es geschützt. ist nicht ganz sauber hier, aber ich muss sagen, besser als in Griechenland. Da wollte man meistens gar nicht in so eine Ruine rein. Hier ging's. Noch ein bisschen Alkohol und Zeug und Kippen und schon noch ein bisschen Müll, aber es hält sich in Grenzen, es riecht nicht. Und hier sieht alles ganz friedlich aus, aber sobald man um die Ecke geht, bläst einem der Wind ins Gesicht. Wir haben jetzt noch 8 Kilometer vor uns, dann sind wir in genau, Sesan, Gesan, Resan. Kesan, jetzt haben wir es, genau. Und dann müssen wir erstmal Geld besorgen und eine SIM-Karte besorgen und immer alles wieder einkaufen. Und dann haben wir theoretisch Rückenwind. Sind wir mal gespannt, weil dann fahren wir nach Süden Richtung Küste. Na gut, ja. Gut, sind wir in der Türkei, fahren jetzt gerade auf einer Halbinsel Richtung Kanakale. Haben gestern das Nötigste gemacht, bisschen Bargeld abgehoben, SIM-Karte besorgt. Hatten gleich ein nettes türkisches Pärchen getroffen, die uns gleich überall mit hingenommen hat und erklärt hat und gemacht hat. Genau, weil eine SIM-Karte für Ausländer, irgendwie gab es da Probleme, keine Ahnung. Wir haben einen in ihrem Namen. Hier links hinten sieht man die ganzen Schiffe vom Seeweg, keine Ahnung, muss man auf die Karte nochmal anschauen. Ja, genau. Aber man muss ja irgendwo hingehen. Also wir haben uns jetzt gegen Istanbul entschieden. Genau, stimmt. Genau, weil, warum eigentlich? Ja, weil Naja, ein paar haben schon gesagt, da muss man hin, muss man sich anschauen. Ne? Aber die waren ja da eher touristisch und nicht mit dem Fahrrad. Also kommen wir erstmal Richtung Izmir. genau. Wir wollten uns Rhodos nochmal von der anderen Seite anschauen. April, Schatz! Ist es hier gelungen, Schatz? Oh, aber nicht mit sowas, ey. Da musst du schlechtes Gewissen haben, wirklich. Ein bisschen habe ich das. Schatz, nee. Scheißwitz. Komm, ich habe dich nur eine kleine Runde fahren lassen. Mein Aprilscherz kommt heute um. Gerade wollen wir erstmal irgendwas essen gehen. Mal sehen, was das jetzt hier wird. Da sitzen sie schon. Ja, genau, das gibt's hier. Köfte, Dürren und so weiter. Bitte.
Ja. Ihr werdet gleich vom Elektroauto überholt.